Ja, der ist dann etwas zu weit links leider, aber oh, ein schöner Draw, mega Schlag. Ich befürchte nur, der ist zu lang. Ja, der ist oben zu lang. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Aber oh, der war geil, der war richtig geil, der war nur ein bisschen zu weit links. So, hallo und herzlich willkommen hier bei der Hobbygolfer. Es regnet, aber das ist mir total egal. Ich möchte euch zeigen heute eine Trainingsrunde hier im Welschhof, in meinem Noch-Heimatclub. Der Platz ist toll gepflegt, es ist alles gut, es ist halt nass, aber das tut nichts zur Sache. Ihr wisst, ich habe viel geübt, Schlagfläche durch den Treffmoment ziehen. Das Ganze filme ich mit der Osmo 360 von DJI. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe noch keine wirkliche Erfahrung mit dieser Kamera. Ich hoffe natürlich, dass das mal so einen etwas anderen Touch gibt und ob euch das gefällt. Wenn euch das gefällt, haut mir das mal, wenn ihr das Video gesehen habt, diese Art von Format, wenn euch das gefallen hat oder wenn euch daran was nicht gefällt, schreibt es mir in die Kommentare bitte. Vergesst nicht zu liken und Instagram der Hobbygolfer. Ich verlinke euch das hier auch alles. Bitte auch da mir folgen. Ich würde gerne noch die 2000er Marke knacken dort. Bin dort ja sehr klein, ein ganz kleiner Account auf Instagram. Aber vielleicht schaffe ich das noch. Mit eurer Hilfe ist das möglich. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 1480 oder sowas. Stand heute, wir sind am 7. Oktober bei Fieselwetter im Herbst. Und jetzt geht's auf die Runde. So ihr Lieben, ihr seht, es regnet. Aber wir lassen uns natürlich vom Regen nicht aufhalten. Ich nehme euch heute mit auf eine Runde, nachdem ich zu Hause ein bisschen geübt habe. Es ist ein Kaltstart. Mal gucken, wohin der erste Ball fliegt. Aber der ist schon mal nicht ganz so schlecht. Vom Bunker da vorne. Ja, der liegt. Alles fein. Guter Start. So, herzlich willkommen hier bei der Hobbygolfer im Regen. Ja, ihr seht mich hier im Welschhof. Es ist der 7. Oktober. Es ist später Mittag. Das ist eigentlich so gar nicht mein Golfwetter. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit zu Hause geübt. Die Hüfte reindrehen, den Schläger hinten senken und. Die letzten beiden Turniere hat mich das schon gekostet. Da habe ich ganz gruselig gespielt, irgendwie, weiß nicht, 100 und 109 oder irgendwie sowas. Weil wenn ich irgendwie sowas mache, dann ziehe ich es auch durch. Also für mich geht es darum, die Schlagfläche so lange wie möglich square zum Ziel zu halten. Das ist ja meine große Schwäche. Also Länge ist nicht mein Problem. Ich bin für mein Handicap und mein Alter relativ lang mit den Schlägen. Also selbst mein 56-Grad-Wedge ist, wenn ich es ganz normal anspiele, 100 Meter lang. Also von daher, die Länge ist nicht mein Thema. Wenn ich so ein Holz 7 schlage, ist das 180, 190 Meter lang auf dem Fairway bei guten, normalen Bedingungen. Also jetzt noch nicht mal, wenn der Platz rollt wie Sau, sondern einfach Standard. Ja, wir haben jetzt irgendwie so 8, 9 Grad oder so. Es ist regnerisches Wetter, das heißt, die Luft ist dick. Ich versuche jetzt euch mal, oder ich versuche nicht, sondern ich zeige euch jetzt einfach mal, wie aktuell so mein Golfstatus ist. Handicap 19 habe ich zurzeit. Ich habe 22 vor auf diesem Platz hier. Ja, Platzbedingungen sind natürlich nass. Ihr könnt das sehen hier, wenn ich euch das hier jetzt zeige. Ich filme das Ganze übrigens mit der Osmo 360 von DJI. Das ist jetzt mal so ein Pilotprojekt, mal so eine Runde. Ich habe schon ein paar Übungen damit gemacht. Jetzt hoffe ich mal, dass das heute schon ganz gut funktioniert. Also viel Spaß. Der Abschlag, der ist schon mal gar nicht so schlecht gelungen. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt hier irgendwie noch so, was sagt die Uhr? 175 Meter bis Grünanfang. Ich werde da jetzt einfach ein Eisen 7 spielen. Und das Eisen 7, ja, keine Ahnung. So versuchen Richtung Bunker zu spielen, vorm Bunker. Das wäre jetzt mal so meine Maßgabe. Ja, das war jetzt ein ganz solider Abschlag. Da bin ich gar nicht mal so unzufrieden. Für einen Kaltstart. Übrigens, wir spielen mit Besserlegen. Ich bin hier noch auf dem Fairway. Das heißt, ich darf den Ball reinigen und den Ball auch besser legen. Also von daher, dann mache ich natürlich auch Gebrauch von. Logischerweise, denn nach den DGV-Regeln mit einer Schlägerlänge nicht näher zum Loch ist das erlaubt. Das ist jetzt hier für mich relativ sinnlos, da jetzt eine Schlägerlänge zu machen. Ich nehme da jetzt einfach nur den kurzen Weg. Ziel ist es, unten vor dem Bunker zu kommen. Das dürfte eigentlich mit dem 7er Eisen jetzt nicht gehen, weil, also bis zum Bunker dürfte nicht gehen. Ja, sehr schöner Schlag. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das ist das, was ich geübt habe. Nämlich
Ja, perfekt. Der liegt wunderbar. Das ist genau das, was ich möchte. Den Schlagfläche hoch, die steht square praktisch zur Wirbelsäule und dann lange halten. Das ist das Gefühl. In der Realität geht das ja alles unfassbar schnell. Ne? Ja, wollen wir mal gucken. Also jetzt liege ich unten, ja, direkt im Eingang zum Grün. Das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Bin ich sehr zufrieden. Wie ihr wisst, ich spiele ja die AI Smoke Eisen von Callaway. Und zwar vom Eisen 6 bis zum Approach Wedge runter. Das Eisen 5 habe ich zu Hause stehen, das habe ich rausgetan. Dafür spiele ich das Hybrid 3. Das habe ich aber auf 2 Grad plus gestellt, sodass es dem Hybrid 4 entspricht. Damit habe ich einen Lückenschluss zwischen dem Eisen 6 und dem Holz 7. Das passt für mich also genau. Ich liege dann so mit dem Hybrid bei irgendwie 170 Meter. Und beim Eisen 6 über 160 Meter. Wenn ich das locker spiele, dann passt das. Bei harten Bedingungen kann das auch mal weitergehen und schneller gehen. Aber im Golf, und das habe ich schmerzlich auch wieder lernen müssen, die pure Länge ist es nicht. Es ist halt das gerade Ausspielen. Ich habe da mehrere Kollegen, ob es der Roberto oder der Matthias sind, die beide oben 10er Handicap haben. Also das, wo ich eigentlich hin wollte. Die beiden Löwen, die sind nicht so lang wie ich. Aber die spielen immer geradeaus. Und geradeaus spielen ist im Golf King. Also von daher, das ist mein großes Goal für 2026. Schlagflächenkontrolle, Schlagfläche lange zum Ziel halten. Das sind Bruchteile von Sekunden, aber in der Golferwelt ist das lange. Das so lange wie möglich halten. Das ist das, was ich möchte. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ihr seht es, wir laufen auf den Ball zu hier. Meine gelbe Leuchtrakete, mein Callaway Chrome Tour X. Ihr wisst, Markenzeichen. Bei mir ist der Ball immer gelb. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir da jetzt ein schönes Anspiel hinkriegen. Das sind jetzt, schätze ich, noch so 20 Meter bis zur Fahne. Nun ja, wollen wir mal schauen. So, der jetzt folgende Schlag ist eigentlich so ein Stressschlag für mich. Aber auch das habe ich zu Hause geübt. Kopplung, ich bin ja nun mal Linkshänder. Der rechte Arm soll bei diesem Chip jetzt connected bleiben. Das soll verhindern, dass ich mich löse und nach vorne komme und den Ball praktisch hinten mit der Hacke treffe. Jetzt wollen wir mal schauen. Also Ziel ist es, den irgendwie erstmal aufs Grün zu kriegen. Ja, gut, das war jetzt aus Panik nur so mäßig gelungen, aber der ist zumindest schon mal gerade. Da war die Schlagfläche jetzt ein bisschen zu. Wir sind mit dem dritten auf dem Grün. Jetzt ist das Ziel, logischerweise, mit 2 Schlägen ins Loch zu kommen. Das heißt, das Bogey zu spielen. Das ist jetzt das, worauf es ankommt. Jetzt wollen wir uns das hier mal genau angucken. Das sind, ich schätze, so 6, 7 Meter. Es geht ein bisschen bergab und ein bisschen zieht sich hier runter. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, das Grün ist natürlich nass. Upsala. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also es geht bergab, es ist nass. Ich habe keinen Plan, ob die Grüns schnell sind, ob die Grüns langsam sind. Denn eingeschlagen habe ich mich gar nicht. Ich bin direkt aus dem Auto auf das Grüne hier gegangen, beziehungsweise auf die 1 gegangen. Jetzt schauen wir mal. Also, es geht bergab. Ich habe kein wirkliches Längengefühl. Das heißt tendenziell lieber etwas zu kurz als zu lang. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, das ist dann natürlich zu kurz. Ja, also sind doch langsamer, als ich es gedacht habe. Aber das ist okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier aus 1,5 Metern ins Loch kommen. So, 4 Schläge. Jetzt wäre praktisch, das ist der Ball zum Bogey. Damit wäre ich jetzt zufrieden. Das wäre jetzt für mich völlig in Ordnung. Ich kann hier sogar sehen, wie der Ball so ein bisschen von einem der Spieler davor ein bisschen weggebrochen ist. Der kam aber von länger, das heißt, der wird schon ausgerollt sein. Mal gucken. Boah, ganz knapp vorbei. Zur 6. Ist nicht der Start, den ich mir gewünscht habe, aber das ist mal gerade okay. So, ihr Lieben, ja, 3 Putts, nicht schön. Darf aber natürlich ohne jegliche Vorbereitung durchaus passieren. Was für mich viel, viel wichtiger ist als die 6. Der Abschlag war genial. Schöner, leichter Draw. Dann danach das Eisen 7 perfekt runtergespielt vor dem Bunker, sogar leicht rechts Richtung grüner Eingang. Also von daher auch das war richtig, richtig klasse. Der Chip war von der Distanz her sehr gut. Ich hatte wieder so Angst vorm Socket und habe einfach die Schlagfläche etwas zu sehr zugedreht. Von daher war der dann am Ende zu weit rechts und das ist dann das Problem. Das resultiert, beziehungsweise das führt dann zu 3 Putt. Ne? Oder das ist dann, wo man in die Gefahr kommt, 3 Putts zu brauchen. Nicht schlimm, mit der 6 ist nichts verloren, ist alles in Ordnung, ist alles cool. Jetzt haben wir hier das Paar 3.
die Bahn 2. Das sind so 160 Meter bis zum Anfang des Grüns von hier aus. Jo, Bogie wäre jetzt hier ziemlich cool, also unter den Bedingungen. Ich bin mit der 4 auf dieser Bahn immer einverstanden, wenn es ein paar wird. Ist das hier super, wirklich. So, und dadurch, dass wir hier heute so ein bisschen Bedingungen mit nasser, dicker Luft haben, nehme ich jetzt hier einfach nur das Hybrid, um Längenreserve zu haben. Einen schönen Griff einnehmen, die Schlagfläche so hinstellen, dass wenn sie im Treffmoment ist, ich zeige euch das mal von vorne, die Zeit haben wir, weil die vor uns da sind. Also, ihr seht den Ball, meine Ansprechposition. Das Problem ist, dass viele Spieler davon ausgehen, dass sie genau so wieder zum Ball kommen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wenn man es richtig macht, dann ist das ist der Treffmoment. Das bedeutet, und das ist häufig auch ein Problem von mir gewesen, ich habe die Schlagfläche hier unten schon so weit zu gehabt, dass dann in dem Moment des Treffens, ihr könnt das sehen, ist die Schlagfläche komplett zu und der kann nur kurven, der kann in meinem Fall als Linkshänder nur nach rechts gehen. Also, auch das ist mit ein Drill für mich. Die Schlagfläche muss so stehen, dass sie im Treffmoment gerade ist. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich nehme das ein. Das ist natürlich lange keine Garantie dafür, dass das am Ende trotzdem funktioniert. Also, aber lange ziehen, lange halten, das ist jetzt das, was ich hier versuche zu machen. Ja, der war etwas von oben drauf gekloppt. Der ist nicht so schön, aber das Ergebnis ist trotzdem okay. Ich erzähle halt wieder zu viel. So, ja, es gibt natürlich einen großen Vorteil, wenn man bei diesen Wetterbedingungen Golf spielt. Also für mich ist das eine reine Trainingsrunde jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, mal gucken, wie ich das Video nachher nenne. Ich weiß das jetzt noch gar nicht. Training im Regen oder irgendwie sowas vielleicht, aber das ist dann wieder, wäre wieder ein Name, mit dem ziehst du bei YouTube keinen Hering vom Teller. Es ist sowieso so, das habe ich festgestellt und auch von anderen schon gehört. Die Aufrufzahlen sind ein bisschen gedroppt von YouTube. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Die haben da irgendwie wahrscheinlich am Algorithmus was rumgeschraubt. Ja, mir macht das nichts. Am Ende, ob ich wie letzte Saison ich 20.000 Aufrufe oder 30.000 Aufrufe auf einem Musikvideo habe oder nur 2.000 auf einem Video, wo ich was erzähle, weil es ist schon so, dass ich letztes Jahr oder jetzt da bei diesen Musikvideos extrem gewachsen bin. Durch diese No Talk Just Golf habe ich das in etwas inkorrekten Englisch genannt. Ja, keine Ahnung. Also meine Base ist natürlich hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wollen wir mal gucken. Also mein Ball liegt da vorne. Das war kein schöner Schlag, aber das Ergebnis ist so schlecht nicht. Wir gucken jetzt mal, was wir da jetzt draus machen. Mal gucken. Ich würde sagen 36 Grad Wedge. Ja. Dadurch, dass ich hier auch wieder auf dem Fairway liege, auch wenn das natürlich um die Jahreszeit nicht mehr so aussieht, aber der Fairway-Streifen ist dort, kann ich mir den Ball besser legen, sauber machen, tue ich natürlich auch. So, also jetzt heißt es hier auch wieder eine gute Kopplung, Arm am Körper lassen, durchrotieren, Ball nach vorne transportieren. Oh, Socket, genau das wollte ich vermeiden. Das ist nämlich mein großer Fehlschlag. Ja, das ist gerade genau das, woran ich also im Moment wirklich übe und was ich trainiere, was ich vermeiden möchte, nämlich genau diese Sockets, die dürfen halt nicht passieren. Jetzt hier im Bunker ist wieder wichtig, lockere Hände, den Schläger nach vorne zu kriegen. Es ist alles komplett matschig hier durch den Regen. Und mal gucken, ob ich da unterm Ball komme. Ja, das hat gut funktioniert. Jetzt müsste er nur noch anhalten. Ja, tut er leider nicht. Kein Spin am Ball bekommen, aber trotzdem. Wir sind mit dem dritten raus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Doppelbogie hier irgendwie versuchen zu safen. Oh, ja, und das ist jetzt hier eher Zement als Rasen, als Sand. Ich versuche das natürlich trotzdem gut hinzupflegen hier, damit die nächsten Spieler und Spielerinnen trotzdem einen guten Bunker vorfinden, so gut es halt geht. Ich mache das jetzt einarmig, aber doch mit sehr viel Kraft. Und die Hake kommt in den Bunker vollständig rein. So, ja, dann machen wir jetzt mal hier alles erst sauber. Ich habe alle Zeit der Welt vor mir. Sind 2 Leute und ich habe es nicht eilig. So,
ja, ein bisschen harziger Start, ne? Muss man schon sagen. Aber jetzt bei den Bedingungen, wie ich schon sagte, das ist für mich hier eine reine Trainingsrunde. Ich möchte halt die langen Schläge gut hinbekommen. Der Abschlag war jetzt nicht gut. Jetzt geht es darum, den, ja, wenigstens, wie gesagt, Versuch des Bogies, aber realistisch ist das Doppelbogie. Naja, gut, hier macht man jetzt niemanden Vorwurf. Die Grüns sind nass. Das ist, wenn man auf so eine Runde geht, muss man damit halt leben. So, das war jetzt für mich, also ich rechne das jetzt gerade eben, der war von außerhalb, zwar mit dem Putter, aber das ist für mich dann kein, das ist kein Putt gewesen. Das ist das sogenannte Texas Wedge. Das ist jetzt also technisch gesehen mein erster Putt. Oder geht auch nicht rein. Eine 6, das ist ein Triple Bogey, das ist nicht schön. Aber gut, ich möchte euch hier auch eigentlich nur zeigen, dass was ich übe. Und da wollen wir mal gucken. Also jetzt ist das natürlich ein schauriger Start, ne? Aber trotzdem ein Bunkerschlag, damit war ich jetzt zufrieden. Guckt euch das an. Da unten im Bunker steht das Wasser. Ja gut, Herbst, ne? Darum Golf in Deutschland, ja, das ist halt ein Halbjahressport leider. So, ja, jetzt liege ich dann theoretisch schon 3 Schläge über dem, was ich eigentlich möchte, Bogey-Golf spielen. Bogey-Golf würde 90 Schläge hier bedeuten, ist ja ein paar 72 der Welthof. Oh ja, bin immer noch happy mit den beiden ersten Schlägen auf Bahn 1. Die waren richtig cool. Das Hybrid war jetzt gerade little bit thin, also ein ganz bisschen dünn. Bin ich ein bisschen zu früh mit dem Schläger oben gewesen. Das heißt, der Treffmoment war wahrscheinlich schon viel zu weit vorne. Ihr werdet das in dem Video wahrscheinlich besser gesehen haben, als ich in dem Moment es gefühlt habe. Oh, ja, also Hauptmerkmal liegt jetzt hier bei diesem neuen Loch, die ich jetzt hier für euch filme, ganz klar auf dem Aspekt Transport und Abschläge. Also dass die Schläge funktionieren. Den Rest, den hole ich mir. Aber mir geht es um den Treffmoment und um das gerade ausspielen. Gerne mit einem leichten Draw. Ich habe eher die Tendenz zu hooken bzw. im Draw zu spielen, als dass ich jemand wäre, der die Bälle sliced oder so. Das passiert zwar auch, aber eher selten. Ja, hier wäre es jetzt genauso wie eben. Jetzt seht ihr, da hinten ist so ein kleiner rechter Hügel. Ich weiß nicht, ob das mit der Kamera sichtbar ist. Ich weiß nicht, wie weit die von der Dynamik her bis da hinten reicht, dass ihr das gut sehen könnt. Da ist so ein ganz kleiner Hügel links von den Bäumen. Der Schlag müsste so leicht rumdrawn. Das wäre genau das, was ich mir jetzt wünschen würde. Ja, das macht er auch. Ich befürchte aber, dass der im Bunker ist. Denn da genau hinter ist ein Bunker. Ah, der kann weit genug rechts sein. Der kann richtig, richtig gut sein. War technisch gesehen für mich jetzt auch wieder genau richtig. Ich weiß nicht, wie das für euch ausgesehen hat. Schön bis nach hinten durchgezogen. Leichte Drawkurve, war vielleicht ein bisschen flach, aber nicht meckern, der war gut. Ich bin zufrieden. Ja, ich hoffe, für euch ist das mit den Windgeräuschen okay. Ihr seht hier, ich habe meinen DJI Mic Mini direkt hier vorne vor mir. Und ja, ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt, trotz der leichten Windbedingungen. Ist aber nicht wirklich störend. Also der Wind ist heute golfmäßig nicht wirklich im Spiel. Also das ist für einen Herbsttag, ist das cool. Was wir allerdings haben, wir haben ganz diesige Luft. Gefühlt regnet es nicht und ich habe auch das Gefühl, ich werde nicht nass. So ein ganz bisschen Spray liegt hier auf meinem Scorekartenhalter hier, den ich hier an meinem Tourmate Trolley dran habe. Bin ich sehr happy mit übrigens. Also Tourmate blende ich euch hier auch mal ein. Das ist die Marke meines Vertrauens. Ihr habt das auf Instagram, wenn ihr mir auf Instagram folgt, auch schon unzählige Male mit Sicherheit gesehen. Also wer Daily Updates haben will von mir und hier nicht nur auf YouTube einmal die Woche oder alle 2, 3 Wochen, immer auf Instagram folgen. Der Hobbygolfer auf Instagram. Helft mir mal mit. Ich würde vielleicht gerne noch die 2000 dieses Jahr erreichen. Bin ja auf Instagram ein ganz kleiner Winzling mit meinem Kanal. Mache das aber mit viel Herzblut und mit viel Spaß. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, dass wir hier was Schönes noch hingezaubert kriegen. Und ich bin gespannt. Ich glaube schon, der ist im Bunker. Also das sieht von der... Nein, er liegt da hinten auf dem Fairway. Wir können ihn sehen. Also das war jetzt perfekt. Er ist schön drumherum gegangen. Er hat schön die Drawkurve gemacht und er muss sogar in der Luft lang genug gewesen sein. Oder aber er ist so gesprungen, dass es funktioniert hat. Also bin ich total happy. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt in der Kamera.
ist der gelbe Ball Mitte Fairway. Freue ich mich. Jetzt wollen wir mal gucken. Das sind jetzt gleich dann noch so, ich denke mal so 120 Meter. Das ist dann gleich bei dem Wetter irgendwie ein 9er Eisen oder sowas für mich. Ein lockeres. Ja, wollen wir mal sehen, ob ich das da gleich hingespielt bekomme. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Auf jeden Fall, das war ein guter Abschlag. So, ihr wisst, auf dem Fairway darf der Ball sauber gemacht werden. Habe ich euch jetzt schon zweimal erzählt. Und ich darf ihn mir natürlich auch schön kuschelig hinlegen. Mache ich. Ich habe jetzt hier meinen Opus 52 Grad Wedge in der Hand, weil es sind tatsächlich bis grün Anfang nur 94 Meter. Dadurch, dass die Bedingungen aber schon sehr dicht sind, gehe ich nicht davon aus, dass ich das 56 Grad Wedge bis zum Grün kriege. Also nehme ich das 52 Grad Wedge. Bis grün Mitte sind es 106 Meter. Ui, der ist zu weit links. Ganz schlimm. Völlig offen. Ja, die Länge hätte gestimmt. Aber es ist zu weit links. So, ja, was ich natürlich ganz deutlich merke, das ist, ich habe auch noch ein anderes Video gedreht über 9 Loch vor 3 Wochen, glaube ich. Das weiß ich nicht, ob ich das davor oder jetzt nach dem hier veröffentliche. Keine Ahnung, ich werde das sehen, wie mir das gerade so in den Kopf kommt und wie mir das hier auch gefällt. Hier die Qualität mit der Kamera, das ist ein Test hier, mit dieser Kamera mal auszuprobieren, ob das was für die Zukunft ist. Weil mit der Osmo 360 von DJI, das Ding stelle ich einfach nur hin und kann den Winkel und die Ausrichtung und den Zoom und das alles anschließend bestimmen. Ich kann 360 Grad in der DJI Studio App im Prinzip agieren. Also von daher, das ist alles schon ziemlich komfortabel. Hier auf dem Platz geht das dadurch alles super schnell. Ich verliere kaum Zeit. Ich stelle die Kamera hin und fertig, Abfahrt aus die Maus. Also von daher, das ist dann schon ziemlich cool. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber da, wo ich jetzt liege, das ist gar nicht cool. Wir liegen nämlich da vorne unter den Bäumen, da wollte ich gar nicht hin. Also das war scheußlich. Die Länge war perfekt. Und die Länge haben wir genau getroffen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Ball dort hochgespielt kriegen. Der liegt da ja eigentlich nur so irgendwie im Dreck. Ist jetzt nicht so dreimal schön. Mal gucken, was wir da jetzt draus machen können. Ja. So, ich habe mir jetzt hier mal einen Eisen 8 nur genommen. Ich möchte den auch nur da irgendwie hochschieben, dass der irgendwie da hochkommt. Das hat natürlich gar nicht funktioniert. Hupsala, ja. Schön ist dann was anderes. Aber gut, im Golf gewinnt man nicht immer nur Schönheitspreise. So, leider schon wieder 3 Schläge. Ja, ich merke schon, das ist tatsächlich so, wenn ich rede, geht mir schon so ein bisschen die Konzentration dabei verloren. Jetzt habe ich das Approach Wedge. Der Ball muss jetzt aufs Grün. Oh, das macht er auch sehr gut. Damit bin ich zufrieden. Allerdings schon wieder der 4. Das heißt, das ist schon wieder ein Schlag zu viel. Das heißt, ich kämpfe bereits wieder um das Bogey hier. Jetzt mit diesem Putt. Ja, das ist weit weg von schön. Der Fehler war der 2. Schlag. Der darf halt nicht da raus. Der muss aufs Grün oder zumindest hier in die Nähe. Und nicht so weiter runter. So, jetzt wäre mal schön mit einem Putt rein. Nasse, langsame Grüns liegen mir natürlich gar nicht, aber manchmal klappt es doch. Leider nicht. Schon wieder eine 6. Wieder ein Doppelbogie. Ja. Uiuiui. So, ja. Ihr merkt, es fällt mir schon schwer, die Konzentration hochzuhalten. Das ist mir früher deutlich einfacher gefallen. Also das muss ich schon sagen. Da merkt man halt, ich befinde mich in so einer Umbruchphase. Das heißt, ich brauche schon sehr, sehr viel Konzentration für mein Golfspiel im Moment. Das ist auch, wenn ich in einem Flight bin, wo viel geredet wird oder wo ich das Gefühl habe, das ist häufig auch von mir selber ausgehend, dass irgendwie ich nett sein muss zu aller Welt in dem Flight. Dann fehlt mir die Konzentration für mein Spiel und dann geht der Score sofort hoch. Wenn ich so ganz für mich alleine bin oder in so einem Zweier-Flight bin, dann, wo sich konzentriert wird aufs Golfspielen,
dann bin ich sehr fokussiert und spiele ich auch relativ gutes Golf. Aber für mich geht es ja darum, ich muss mich da reinzwingen, dass ich auch mit Störungen umgehen kann. Denn das ist nun mal so, wenn man auf dem Golfplatz ist man nicht alleine. Da hat halt jeder so seine eigenen Marotten und seinen eigenen Anspruch, wie so vom Körpergefühl sich da mit jemand wohlfühlt. Ich tue mich dann immer so ein kleines bisschen schwer. Sei es drum, muss trotzdem gehen. Also jetzt hier wieder ein schöner Draw, wäre klasse. Wieder so ein schöner Abschlag wie gerade eben. So, mal gucken. Der ist zu weit rechts. Der geht Richtung Bunker und wahrscheinlich sogar rein. Jo, Carry im Bunker. Da wollte ich nicht hin. Sehr schade, sehr schade. Ja, gucken wir mal. So, ja, und ansonsten, was kann ich euch sonst noch Schönes erzählen? Ja, bei mir geht es jetzt am 29.11. bis zum 14.12. geht es für 15 Nächte in den Robinson Club Nobilis in die Türkei nach Belek. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich meine Winterurlaube gerne in Belek verbringe. Dezember und Februar, Dezember oder Februar, wie das gerade so möglich ist. Ne? Und jetzt ist es für mich vom 29.11. bis 14.12. wieder soweit. Der liebe Dieter Hoffmann richtet dort wieder seine Nobilis Wintergolfwochen aus. Das ist ein ganz spezielles Turnier, ganz toll. Mit unheimlich viel Liebe macht der Dieter das. Man wird angesagt mit Score und Heimatclub und mit allem, was so dazugehört, mit Handicap. Dazu hat er dann so Schlagermusik von ganz früher, Trude Herr, Bill Ramsey und wie die Experten heißen. Die Älteren unter euch werden die Namen noch kennen, die Jüngeren werden eher sagen, keine Ahnung, was ist das? Pokémon? Ja, und es gibt immer eine ganz tolle Stimmung. Tuna und sein Team im Robinson Club dort, Nobilis in der Türkei, tun ihr Übriges für eine wirklich sensationelle Atmosphäre. Für mich ist das immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Man kennt sich dort bei den Wintergolfwochen und auch andere Urlauber, die um die Jahreszeit da sind. Das ist halt ja, wie so ein kleines Golfdorf dann und das macht richtig Spaß. Ich freue mich da immer richtig drauf. Tue ich auch jetzt. Wie gesagt, die Wintergolfwoche 1 spiele ich in jedem Fall mit. Ob ich die Woche 2 mitspiele, das weiß ich noch nicht. Das schauen wir mal, das entscheide ich vor Ort. Aber bei der Wintergolfwoche 1 bin ich in jedem Fall dabei. Da freue ich mich sehr drauf. Und da waren letztes Jahr auch so liebe Menschen in der Wintergolfwoche 1, in der zweiten auch, aber in der ersten Woche ganz besonders viele, die ich nicht kannte und dort kennenlernen durfte. Und das hat mir ganz viel Freude bereitet. Ich lerne immer gerne neue Leute kennen, weil das macht halt einfach Spaß. So, jetzt gehen wir gemeinsam in den Bunker hier. Und ihr seht schon, ja, dieser Bunker hier ist dann jetzt eher so eine kleine Wüste, eine Herbstwüste. So, ja, vor mir habe ich glaube, das sind 2 Damen, die ich da vor mir habe. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat die eine davon Handicap 54, also jemand, der neu mit dem Golfsport startet. Das finde ich immer ganz toll, wenn sich Leute entscheiden, mit dem Golfsport neu zu starten. Ich habe da auch alles Verständnis für, dass die dann nicht so schnell sind. Die müssen sich für mich nicht beeilen. Das ist für mich so alles total okay. Bin ja froh, dass wir hier so ein bisschen gemeinsam Golf spielen, ihr und ich. So, ich lege den jetzt hier einfach mal nur vor. Ich habe einen, ja, was auch immer in der Hand, ein Eisen 8. Das dürfte im Normalfall 130 Meter lang sein. Wir sind aber 155 Meter vom Grün weg. Ich kann also da nie hinkommen. Ziel ist sowieso überhaupt aus dem Bunker rauszukommen. Ja, das hat so mittel funktioniert. Er ist raus, weiter geht's. Ja, ihr Lieben, auch wenn das Golfspiel, was ich euch hier anbiete, nicht das Beste ist und nicht das Schönste ist, trotzdem hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen freut, dass ich euch mal wieder mitnehme auf so eine Runde. Wie gesagt, es ist eine Experimentalrunde hier mit dieser DJI Osmo 360, 360 Grad Kamera. Und ich will mal schauen, wenn ich das hinkriege und ich den Workaround dazu finde, dann veröffentliche ich dieses Video einmal ganz normal als 16:9 Video für den Fernseher, fürs Handy, fürs iPad, Tablet allgemein und einmal für YouTube und für Leute, die eine VR-Brille haben, ein VR-Headset. Dann können die sich praktisch 360 Grad frei bewegen innerhalb des Videos mit so einer Meta Quest 3 Brille zum Beispiel. Ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Also die Damen vor mir, die sind noch da, die wollen wir auch nicht stören. Ich will die auch nicht hetzen. Das ist alles total cool. Und jetzt gucken wir mal den dritten Schlag. So, grün Anfang sagt mir meine Uhr. Ich mache das über die My Scorecard App. Ich hatte vorher mal die Garmin Uhr.
Habe ich verkauft, brauche ich nicht mehr, ist mir alles too much. Das reicht mir aus, ich habe hier alle Informationen. Die ist gekoppelt mit dem iPhone, aber GPS holt die sich von meiner Apple Watch 10. Und das GPS auf der Apple Watch 10, das ist ganz cool, da kommt man gut mit klar. 56 Grad Wedge, nur locker, sonst ist es zu lang. Aber treffen ist die Devise, schön nach vorne. Oh, auch wieder zu weit rechts, alter Falter. Ja, da liegt aber da oben ein Riesenschnitzel rausgekloppt hier. Ja. Ja. Golf ist nicht einfach. Aber Golf ist einfach der geilste Sport der Welt. Das macht zur Hölle Spaß. Es ist einfach so schön. Ich liebe diesen Sport einfach. Es ist einfach herrlich. Ihr habt das jetzt bestimmt auch gerade am Stand gesehen. Der Schläger war sehr weit vorgeneigt, die Schlagfläche sehr geschlossen. Das ist noch so ein Überbleibsel von der Zeit, wo ich viele Sockets geschlagen habe. Durch diesen neuen Schwung, den ich mir jetzt antrainiert habe, ist das aber nicht mehr notwendig. Und dann passiert genau das. Ich habe euch das ja vorhin schon mal erklärt, dass wenn man den Schläger stark nach vorne neigt, sich die Schlagfläche schließt. Das war auch gewollt zu der Zeit. Jetzt ist es nicht mehr notwendig. Das heißt, ich muss das sein lassen. Ich muss den wieder ganz normal hinstellen, damit er geradeaus fliegt. Die Länge war wieder sehr gut. Es hat sehr gut gepasst, aber schon wieder der dritte Schlag und wir sind immer noch nicht auf dem Grün. Das ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Die Anspiele passen halt nicht, ist aber nicht schlimm. Es ist trotzdem schön, es macht mir Spaß mit euch hier. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier einen vernünftigen Chip und ein Putt zur 5 machen. Den Chip mache ich mit dem Approach Wedge, denn es geht da vorne gleich bergab. Ich brauche also eine, ja, wie sagt man so schön, halb in der Luft, halb am Boden Flugbahn. Gute Kopplung ist wichtig und flüssig durchziehen. Leicht aufgestellt auf die Spitze. Ja, oh ja, sehr gut. Jetzt haben wir eine realistische Einputt-Chance. Damit ist es jetzt hier tatsächlich möglich, das erste Bogey zu spielen, die PGA. Ja, das wäre ja jetzt schon mal nicht so schlecht, oder? Ja, Konzentration. Die 5, na guck, mit einem Putt. Ja, geht doch. Bin ich ja happy. Also alles gut. Aber da, ganz ehrlich, da muss der zweite schon sein und nicht der dritte. Das ist das Problem. So, ja, ihr kennt das selber. Ich habe jetzt hier natürlich Handtücher und alles Mögliche bei dem Wetter an meinem Bag, um die Schläger dann auch immer sauber zu machen, bevor ich sie wieder ins Bag zurückstecke. Denn das muss alles seine Ordnung haben, denn ich liebe meine Golfausrüstung. Ja, also das Chippen klappt gut. Das gerade so diese Geschichten, da bin ich vom Timing her ganz gut. Das funktioniert im Regelfall relativ solide, möchte ich das mal nennen. Das ist halt natürlich nicht Profitourniveau oder so. Aber das ist schon besser als so bei manchen anderen, mit denen ich so Golf spiele, die in meiner Handicap-Klasse sind. Darauf kann ich mich verlassen. Also Chippen und der kurze Chip rund ums Grün, auf dem Vorgrün und so weiter. Als Anspiel zur Fahne zum möglichen Einputt, das klappt gut. Und mein Putten ist unter normalen Puttbedingungen auf normalen Grüns, jetzt nicht wie heute hier im Regen, auch sehr gut. Also ich putte zwischen 26 und 30, 31 Putts. So ein Schnitt von irgendwie 29, 30, das ist für einen Amateur meiner Handicap-Klasse schon sehr gut. Ich lebe also sehr stark vom Putten und gucke halt eben immer, dass ich Putten auch übe, auch zu Hause. Putten wird viel zu wenig geübt. Die meisten Leute wollen immer nur driven. Ich sehe die immer auf der Driving Range. Dann hämmern die da einen Schlag nach dem anderen runter und knüppeln da einen an den Driver dran. 100 Mal Driver. Das ist ja schön und gut, aber der Driver ist halt nicht der einzige Schläger. Mit dem machst du im Regelfall 10 bis 12 Schläge von, keine Ahnung, 80, 90, 100, 110, 120. Im kurzen Spiel, da werden die Gämse fett. So, das ist total lieb. Die Mädels vor mir lassen mich jetzt gerade mal eben vorspielen. Bin ich natürlich unter Druck. Das heißt, jetzt muss ich ja hier abliefern. Ja, mal sehen. Also ein schönes Anspiel zum Grün. Locker weg. Ja, der ist zu weit links, aber der sollte wohl gleich da irgendwo landen. Ja, der liegt da. Das ist alles fein. Von da gehen wir weiterspielen.
So, dann wollen wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen. Wenn die Ladies schon so nett sind und uns durchspielen lassen, dann können wir zumindest uns auch ein bisschen beeilen. Die pappen jetzt, während ich da draußen bin. Und wenn ich Glück habe, lassen sie mich gleich erst abschlagen an der 6, bevor sie selber abschlagen. Das wäre total schön. Also, wollen wir mal gucken. Der Schlag war jetzt ein bisschen zu weit links. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, ich weiß nicht, ob ihr sie sehen konntet in der Kamera, wenn da jemand auf der rechten Seite steht, dann nimmst du die rechte Seite automatisch kopfmäßig vollständig aus dem Spiel. Denn das erzeugt natürlich Druck. Die möchte man nicht treffen, also schlägt man dann tendenziell da eher von weg. Trotzdem total lieb. Ist ja nur eine Trainingsrunde, ist ja alles gut. Freue ich mich. Oh, das ist total lieb von euch. Ich beeile mich. Bringt ja sowieso nichts, oder? Habe ich auch gedacht. Aber ich wollte auch auf keinen Fall in eure Richtung spielen. Ja. Weil das wäre ja furchtbar. Ihr lasst mich vorbeispielen und ich spiele noch zu euch hin. So, jetzt hier konzentrierten Chip. Das ist jetzt wieder, der muss oben auf die, oben leicht drauf. Ja, ist okay. Nicht das Beste, aber okay. So, der Putt jetzt hier ist noch so 3 Meter, denke ich mal. Die Damen lassen mich gleich vorbei, finde ich total lieb. Deswegen sporten wir uns jetzt mal hier so ein bisschen und versuchen, das Bogey zu spielen. Oder das Paar ist noch möglich. Oh, komm, komm, komm. Ach, schade. So. Die 4. Ja, sehr schön. Zweite Bogey in Folge. Alles fein, alles gut. So darf es weitergehen. Ja, gar nicht so schlecht. Bogey gespielt von außerhalb. 2 Putts. Alles in Ordnung. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen mit Druck, wenn man dann Leute hat, die da stehen. Aber irgendwo müssen die ja hin. Also, ich fand es total toll, dass sie mich durchspielen haben lassen. Jetzt müssen wir noch schnell einen Abschlag machen und dann geht es wieder weiter. So, es ist hier einer von diesen Abschlägen, von denen ich vorhin sprach, die so leicht hügelig sind. Mal gucken. Auf der Bahn 6, glaube ich, haben Wildschweine gewütet. Ich sehe da vorne die Greenkeeper. Ja, eine leichte Kurve. Ja, der liegt, das ist fein. Jetzt haben wir uns ein bisschen beeilt, bin ein bisschen gejoggt jetzt hier gerade, um so schnell wie möglich von den Damen wegzukommen, damit die weiterspielen können. Ist schon so leicht fisselig so ein bisschen. Ich weiß nicht, in der Kamera wird man das vermutlich nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es da hinten sehen könnt. Das sind die Arbeiten von den Greenkeepern. Denn wir waren wohl wieder Angriffsfläche für Engerlinge suchende Wildschweine hier im Welthof. Ja, das passiert. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich den irgendwie so spiele, dass auf keinen Fall die Greenkeeper in Gefahr sind. Das heißt, ich werde jetzt einen ganz kurzen Schläger nehmen, um den Ball nur so zu spielen, dass die keinesfalls im Weg sind da hinten. So, dazu lasern wir die jetzt mal eben einmal aus. ...154 Meter sind es bis dahin. Und damit die absolut nicht in Gefahr sind, aber auch wirklich in keinster Form, nehme ich jetzt hier nur das Pitching Wedge. Das ist irgendwie maximal, egal wie es kommt, maximal 120 Meter lang. Also das wäre aber dann schon lang. Also von daher, die sind nicht in Gefahr. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Also in die Richtung von denen schon gespielt. Der liegt aber jetzt locker 30 Meter vor denen. Also safe. Genauso muss man Golf machen. Eine Sache ist immer ganz wichtig beim Golf. Niemals. Und wenn ich niemals sage, meine ich niemals. Never ever. Nie, 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 nie. Niemals bringt man andere Menschen in Gefahr. Gerade auch vor allen Dingen, wenn hier so toll wie das Greenkeeping-Team um Uli, wenn die sich hier so toll um den Platz kümmern, die bringt man niemals in Gefahr. Niemals. Das heißt, einen Schläger nehmen, der egal was passiert, der niemals bei denen ankommen kann. Genau das habe ich jetzt getan. Alternativ, wenn Live-Flights vor einem sind, es kann immer passieren, dass man den besten Schlag seiner ganzen Laufbahn macht, seiner Golfkarriere. Niemals, wenn Menschen in Reichweite sind, niemals Golf spielen. Genauso wie werden Divots immer zurückgelegt, Pitchmarken werden weggemacht.
auf dem Grün. Das ist einfach das kleine Einmaleins, aber das wisst ihr alle selber, oder? Du, ich habe das gerade auch gesagt. Du warst 155 Meter entfernt und mein Pitching Wedge ist egal, was ich anstelle. Niemals. Das hättest du schon 9,0. Ich glaube 3,3, Uli. Ja, nein. Ich habe es doch gerade gesagt, man bringt niemals andere Leute in Gefahr, auch wenn man sie nicht leiden kann. Nein, Quatsch. Euch drei mag ich total gerne, das weißt du auch, Uli. So, schönes 56 Grad Wedge. Ich glaube, der ist ganz ordentlich. Jo, der liegt da. Das ist fast. Ja, Uli, wenn ich schon vor euch spiele, muss ich mich auch anstrengen. Ich glaube, ihr könnt den Ball da vorne sehen. Das war jetzt natürlich ziemlich cool. Also da bin ich natürlich total happy mit. Guckt euch das an. Pin High. Das ist dann mal ein richtig guter Golfschlag gewesen. Wir haben eine Birdie-Chance jetzt hier. Also wenn ich wir sage, meine ich immer mich. Und ich habe es euch eben gesagt, Pitchmarken werden immer weggemacht, genau wie Devots zurückgelegt werden. Dazu gibt es keine Alternative. So, mit 3 Schlägen auf dem Grün ist ein Paar 5, die Bahn 6. Jetzt wäre natürlich ein Birdie Balsam auf meine geschundene Spielerseele. Und der liebe Uli, der jetzt gerade die Spuren von den Wildschweinen da so ein bisschen beseitigt hat, der hat auch gesagt, Sven, das war aber knapp. Ich sage, nein, Uli, war es nicht. Sagt er, was hast du genommen? Ich sage, das Pitching Wedge. Sagt er, dann, wenn du uns da getroffen hättest von da hinten, dann könntest du auch auf der Tour spielen. Ha, hat er recht. Also Sicherheit geht vor. Jetzt Birdie Putt. Und der ist drin. Das Birdie gespielt. Das ist natürlich der Hammer. Läuft. Okay, den Handschuh, der ist mir gerade runtergefallen. Den müssen wir dann wohl zur Seite tun. Aber ich habe natürlich noch weitere Callaway-Handschuhe dabei. Es ist also nicht so, dass man nur einen Handschuh mit hat. Also, weiter geht's. Frischer Handschuh. Zack. Ja, schön. Also jetzt nach 6 Bahnen und so viel Katastrophe liege ich jetzt 8 über. Jetzt wird das Wetter schäbig. Wir müssen jetzt die letzten 3 Löcher noch irgendwie rüberkriegen hier. Mal gucken. Driver ist angesagt. Rechts vom Bunker da hinten bleiben, wenn ihr den sehen könnt. Wieder eine schöne Position einnehmen. Schön gerade. Und der Ball in die Luft. Leichter Gegenwind. Oh, ganz furchtbar. Ui, der ist safe im Wasser da rechts. Brrr, das war schlimm. Auch wieder so ein Abschlag, der nach so runterhängt. Das ist nicht meins. So, ja, und diese Dinge, wenn ich dann so einen Abschlag mache, das tut mir in der Seele weh, denn der ist ziemlich sicher da unten im Wasser. Und das heißt, ein guter Chrome Tour X von Callaway ist jetzt wegen so einem furchtbaren Schwung. Ich selber weiß das nicht, ihr werdet es aber schon gesehen haben eben gerade. Ich vermute, dass ich den sehr flach hinten aufgeschwungen habe und dann sehr um mich rumgedreht habe. Und dann ist die Tendenz halt sehr häufig da, dass der Ball dann flach nach rechts weggeht bei mir. Also nicht schön, weil dann schließt sich so die Schlagfläche um mich rum. Dann ist das keine Kontrolle. Ich kann den dann auch nicht lang nach vorne ziehen. Das fühlte sich scheußlich an. Jetzt müssen wir Glück haben. Ich glaube da nicht dran. Der war jetzt so flach. Gut, es ist nass. Da hinten ist das Gras schon so ein bisschen höher. Generell, das muss man aber sagen, und da bin ich auch immer offen und ehrlich, Uli und sein Team hier im Welthof, die leisten schon tolle Arbeit. Ich bin da sehr dankbar, die ganzen Jungs. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, mein Ball liegt da unten. Ich glaube, ich sehe den da unten. Wir laufen da jetzt ja gemeinsam hin. Nicht, dass es nachher wieder heißt, der Hobbygolfer hat sich den Ball da hingelegt, der war doch aus. Also wir laufen drauf zu. Ich meine, ich sehe ihn da unten hinter dem roten Pfeiler. Also, ich nehme euch jetzt live mit. Wir bleiben auf Sendung hier on air sozusagen. Ja, und um darauf zurückzukommen, die machen einen guten Job. Es sind halt auch nur wenig Leute hier im Club, im Greenkeeping. Das heißt, Paderborn startet gerade, ihr hört über mir den Flieger. Nimm mich mit. Ja, so, da vorne könnt ihr die Kugel leuchten sehen. Ist eine absolute, ja, die Lage ist, der Engländer würde sagen, it's awful. Also gar nicht schön, aber damit muss man leben. Aber der Ball ist zumindest da und das ist für mich natürlich schon mal die halbe Miete. Also, jetzt müssen wir gucken. Jetzt räumen wir das hier mal so ein bisschen weg, insoweit das denn gestattet ist und erlaubt ist.
So, ich lasse die Kamera auch mal laufen. Jetzt muss ich hier natürlich genau gucken, was ich hier mache. Hier liegen so, ja, ihr könnt das sehen, aber ich glaube, das geht hier ganz gut, dass ich mir meinen Ball hier frei buddele. Hier haben sie in irgendeiner Form die Rosen geschnitten. Das macht es natürlich jetzt gleich hier nicht einfach, weil da sind überall so kleine Rosenbüsche. Ich nehme also jetzt auch entsprechend nur einen Eisen 9, um jetzt wirklich nur, ne, eigentlich kann ich, ne, ich nehme das Approach Wedge sogar nur, holla die Waldfee, nochmal rückwärts hier, weil mit dem Approach Wedge kriege ich mehr Höhe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit irgendwo hinkomme, ist ja sehr groß. Also möchte ich natürlich bei der mangelnden Kontrolle jetzt hier bei dem Ball jetzt auf jeden Fall, so gut ich kann, was ist das hier? Das ist nix, in die Höhe kommen. Und der wird sich wahrscheinlich, weil ich auch so ein bisschen unterm Ball stehe, noch so ein bisschen in die Richtung drehen. Ich mache auch die Schlagfläche bewusst ein bisschen zu. Also Daumen drücken, zweiter Schlag auf der 8, auf der 7. Ah, das war so schwer. Ja. Das nutzt dann natürlich niemandem was, wenn man das dann so Quatsch macht. Aber das ist jetzt wieder so eine Sache, wo ich sage im Nachhinein, nimm deine Pille, Korbmann, und spiel den einfach nur darunter. Mach einfach nur einen kleinen Chip und bring den in Position, weil jetzt der liegt immer noch furchtbar. So, ich nehme jetzt nochmal das Approach Wedge, aber da geht es jetzt eigentlich auch nur darum, den hier so irgendwie draus zu spielen, so ein bisschen mit einem kurzen Schlag lang zu ziehen, dass der auf dem Fairway landet. Leute, das glaubt einem kein Mensch. Das glaubt keine Sau. Das ist doch nicht normal. Ich treffe genau den blöden Ast. Naja, okay. Slapstick Golf, das ist das, was ich überhaupt gar nicht mag. Das ist so Kasper Golf, da bin ich so gar kein Fan von. Aber jetzt in dem Fall, ja, Pech gehabt. Ist wie es ist. So. Dann leider der 4. Schlag, damit ist das Loch eigentlich technisch gesehen kaputt. Da wird nichts mehr draus. Ja, sowas mag ich gar nicht. Sehr schade. So, das wäre jetzt wieder so ein Loch. Wenn mir das bei einer Turnierrunde passiert, und leider passiert mir sowas bei der Turnierrunde. Also der 2. Schlag war schon Quatsch. Das muss man einfach klipp und klar so sagen. Da hätte ich irgendwie eine Eisen 7 nehmen müssen und den einfach nur flach zurück Richtung Fairway stoßen müssen mit einem kleinen, kurzen Chip. Einfach nur zurückspielen, aus dem Hindernis raus. Fertig. Den 3. vielleicht nur vorgelegt oder versucht hinzuspielen. Stattdessen haue ich da mit dem Approach Wedge an und versuche den von den Wurzeln, da von dieser Wurzellage, versuche ich den dann da irgendwie einen Kunstschuss dann rüber zu nehmen, rüber zu spielen. Hat natürlich nicht geklappt. Dann aber der eigentliche totale schwachsinnige Schlag ist dann der 3., wo ich mit dem Approach Wedge, so weit kann ich das gar nicht nach vorne neigen, dass der flach bleibt. Anstatt zum Back zu gehen und mir einen 7er Eisen zu holen oder einen 6er, um den flach unter den Bäumen herzuspielen, versuche ich dann mit irgendeinem vorgebeugten Schlag, der vorgeneigten Schlag, den Ball da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dann rauszuspielen. Und treffe natürlich dann klick, klick, klick da dreifach Bäume. Leute, das ist, ich nenne das immer Kasperlgolf. Das ist so, meine Güte, ey. Das tut mir dann auch echt weh, dass ich euch sowas zeigen muss. Aber das gehört halt auch dazu. Ich möchte euch ja genau zeigen, was wirklich passiert und nicht nur irgendwie so eine Shownummer. Es gibt ja auch Leute, die filmen dann halt nur die guten Schläge, beziehungsweise ich wundere mich dann immer, warum die immer nur gut spielen. Und wenn ich die Leute dann mal treffe, spielen die ganz anders. So, ich suche hier meinen Ball. Ich befürchte, der war ziemlich gut getroffen, dass der hier irgendwo im Hazard ist. Wir werden jetzt hier mal gucken, ob wir den noch wiederfinden. Ansonsten, da hinten liegt er. Ihr seht das. Also ich gebe dieses Loch jetzt hier auf. Die Bahn, da ist der Ball. Diese Bahn hier ist für mich mit einem Schlag vor. Das heißt, das wird jetzt hier die Stableford 7. Die notiere ich mir dann auch entsprechend. Gespielt habe ich ja kein Ergebnis. Also es ist, je nachdem, in jedem Golfclub wird das auch so ein bisschen anders gemacht. Manche schreiben tatsächlich dann den Maximumscore auf, der praktisch keinen Nettopunkt mehr ergibt, was jetzt bei mir die 7 ist in dem Fall. Ich habe einen Schlag vor, ist ein Paar 4. Das heißt, für mich ist es technisch ein Paar 5. Die 5 würde 2 Nettopunkte ergeben, die 6 einen Nettopunkt, die 7 keinen. Also der Computer beim DGV, wenn das dann da eingereicht wird und wenn das eingegeben wird ins System, auch für Stableford-Ergebnisse, ist das eine technische 7. In manchen Golfclubs wünscht man sich, dass man Zahlen einträgt. Dann haben es die Damen und Herren im Clubbüro einfacher. Sie können einfach die Zahlen runterrattern. In anderen
wird der Strich gefordert. Das kann man machen, wie man möchte. Ich schreibe immer gern die Zahlen dahin. Dann habe ich nachher einen tatsächlich gewerteten Gesamtbruttoscore, der den Regeln auch entspricht. Das habe ich also ganz gerne. Also von daher, ja, alles gut. Also das war jetzt schlimm. Nach dem Birdie dann das Triple Bogey für mich rechnerisch. Das ist furchtbar. Und jetzt sind wir in meiner Amen Corner. Bahn 8 und 9 und 10. Die 10 spielen wir heute aber nicht mehr. Wir spielen jetzt nur noch die 8 und 9. Und ja, das ist hier eine Bahn, Leute. Das Ding ist keine 300 Meter lang. Aber da vorne rechts ist Wasser. Ihr könnt das sehen. Links hinter dem Hügel kann man nicht weiterspielen. Da ist absolutes Chaos. Ich nehme hier gerne einfach nur irgendwie einen Schläger, der gerade so da hinten hinreicht, so ein 9er Eisen oder sowas. Einfach nur einen safen Schlag da hinten runter. Das mache ich jetzt heute auch. Nehme mir also jetzt hier einfach mal das 9er Eisen und möchte den Ball einfach nur geradeaus ins Spiel bringen. Die Schlagfläche entsprechend, Konzentration, Ausrichtung. Leicht nach da, denn ich habe Tendenz eher von links nach rechts zu kurven. Was ich vorhin gesagt habe, wenn der Schläger nach vorne geneigt ist, muss er gerade sein. Dann ist das die richtige Ansprechposition. Lockerer Schwung. Der war nicht so schön getroffen, aber das Ergebnis ist perfekt. Der liegt jetzt genau mit der Fairway. Ist dann ein bisschen kurz, aber es ist ein 9er Eisen. Der rollt sich genau dahin, wo er hin soll. Golf ist nicht immer schön, aber wenn das Ergebnis am Ende das ist, was wir jetzt hier gespielt haben, dann ist das okay. Der war vielleicht ein bisschen zu dünn. Noch ein bisschen mehr Gewicht nach vorne. Ich muss mich noch mehr trauen nach vorne. Ich habe auch keinen Divot geschlagen. Also normalerweise hätte ich tiefer runter gemusst. Logischerweise, wenn kein Divot da ist, ist der Schläger tendenziell eher zu weit oben. Und dann treffe ich den Ball halt hier. Alles gut, Ergebnis passt. So ihr Lieben, und wenn ihr überhaupt dran geblieben seid, so lange, ich weiß ja, ich sehe das ja auch so bei mir in den Analytics bei YouTube. Wenn so ein Video, keine Ahnung, dieses Format wird jetzt sehr langatmig sein. Es wird wahrscheinlich eher nur was wirklich für die harten Fans sein hier. Ich weiß, die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Leute ist dann doch nicht eine Dreiviertelstunde, sondern die wollen irgendwie so in 10 Minuten oder 20 Minuten da so ein 9 Loch sehen. Eigentlich nur die Schläge. Keine Ahnung, also da könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar lassen, also die noch da sind. Schreibt mir doch gerne mal rein, nein, die Länge ist cool. Oder möchtet ihr zusätzlich zu diesem längeren Format auch noch ein komprimiertes Format haben, dass ich einmal dieses Video in 9 Loch in der vollen Länge mache, wo ich euch die ganze Zeit was erzähle. Und dann noch ein gecuttetes Video, das vielleicht nur 10 Minuten lang ist, wo es wirklich nur mehr oder weniger ganz kurze, knappe Informationen gibt und die Schläge und fertig. Und das einfach so back, 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 back runtergeht. Keine Ahnung, vielleicht veröffentliche ich, wenn diese Qualität jetzt bei dem Video hier taugbar ist, also vernünftig ist, dann vielleicht mache ich das einfach mal als Test. Und dann gucken wir uns doch mal an, was euch gefällt. Aber dieses lange Format wird in jedem Fall bleiben. Aber ich plane andere Sachen, denn mittlerweile machen ganz, ganz viele andere YouTuber auch diese Art von Videos. Und ich mache nicht gerne ständig dasselbe. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so jetzt in letzter Zeit weniger Videos gemacht habe auf YouTube, sondern viel auf Instagram gemacht habe. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, der Hobbygolfer. Denn ich probiere immer gerne neue Sachen aus. Und ich habe 2 Sachen im Köcher. Freut euch drauf. Wird spannend, wird interessant. Aber ich filme die Runden. Das wird natürlich nicht sterben, aber das wird schon nicht mehr dann der Hauptschwerpunkt des Kanals sein. So, der Schlag hat jetzt gut funktioniert. Ihr seht, ich bin hier schon auf der Wasserhöhe. Der liegt hier in der Mitte. Es war ein Eisen 9. Ich habe jetzt noch 137 Meter bis grün Anfang, 149 bis grün Mitte. Ich nehme jetzt bei dem Wetter mal das Eisen 7. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Also jetzt geht es darum, auch wieder einen geraden Schlag, Schlagfläche gerade, ein guter kontrollierter Griff und den Ball geradeaus nach vorne zu bringen und lange zu halten. Ja, der ist dann etwas zu weit links leider, aber ein schöner Draw, mega Schlag. Ich befürchte nur, der ist zu lang. Ja, der ist oben zu lang. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Aber der war geil, der war richtig geil, der war nur ein bisschen zu weit links. Mega Draw, ja. Selbst wenn dann das Ergebnis nicht das ist, was man sich wünscht. Trotzdem geil, der hat richtig Spaß gemacht. Es war ein schöner, leichter Draw, der war richtig cool.
Nachher muss ich mal gucken, ob ich vielleicht auch da hinten hingestanden habe. Mal gucken. Ja, keine Ahnung, ob ihr das auch kennt. Manchmal ist das Ergebnis nicht schön, aber der Schlag, der fühlte sich auf meinen Callaway Apex Thai Fusion Schlägern so geil an. Ich liebe die Schläger sowieso. Also, wenn ihr mal Muße habt, geht mal, keine Ahnung, Golfhaus, Planet Golf, All for Golf, wo auch immer ihr hinfahrt, um mal Golfschläger zu testen. Oder bei euch auch im Golfclub, wenn da ein Fitting Center ist. Keine Ahnung, Callaway Eichenried, beim lieben Florian von Callaway zum Beispiel. Oder bei Markus Bruns in Süke bei Bremen. Nur mal jetzt um 2 zu nennen, da gibt es natürlich noch viele weitere andere. Also klar, ich bin Callaway-Mensch, Callaway-Nutzer und Fan und überzeugt von den Produkten aus dem Hause Callaway. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt sagen würde, die bauen das Beste, das ist alles das Beste. Das ist ja Quatsch. Weil wenn die das Beste bauen würden, dann würden alle Tourspieler nur das spielen. Das ist ja Unsinn. Ich glaube persönlich, dass die auf höchstem Niveau sich alle ziemlich ähneln. Das muss auch so sein. Aber mir taugt einfach die Brand, ich mag die Marke. Ich mag das Outfit, das Layout, alles, mir liegt das. Ich mag die Bälle, ich spiele halt entweder die Supersoft-Bälle oder ich spiele die Chrome 2X. Ich brauche halt am Putter sehr weiche Bälle mit sehr viel Feel. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und jetzt dieser Schlag. Ja, er war etwas zu lang und er war etwas zu weit links, aber einfach geil. Den Wechselball, da liegt er. Ach, meine Güte, ich nehme euch immer live mit beim Entdecken meines Balles. Das wird jetzt natürlich nicht so einfach, aber der Ball ist da. Das geht sogar noch. Dadurch, dass die Fahne ganz da hinten steht, ist das jetzt hier sogar noch eine Situation, wo ich sage, ja, das könnte sogar noch was werden. Naja, wollen wir mal gucken. So, der Ball liegt jetzt hier, das war der zweite Schlag. Muss hier natürlich entsprechend vorsichtig sein, logischerweise. Will ja keine Strafschläge einsammeln. So, was nehmen wir jetzt hier? Ein 8er Eisen, ich darf nicht in die Luft und jetzt wollen wir ja ein bisschen daraus lernen, was wir eben falsch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Ball hier sehen könnt. Der muss jetzt im Prinzip knapp aufkommen, damit er noch den Hang runterrollt nachher. Mich stört hier natürlich so ein bisschen das. Mal gucken, also der muss jetzt nur kontrolliert herunter. Ja, nicht ganz, aber der ist zumindest da. Das ist auf jeden Fall okay. Der Ball ist zumindest im Spiel. So, ja, jetzt muss ich gucken. Die Blätter hier muss ich wegnehmen, denn der muss leicht links von der Fahne angespielt werden, aus eurer Position rechts. Das ist gar nicht so einfach. Der muss jetzt im Prinzip vor der Welle aufkommen, damit er zu euch hinrollt. Nicht einfach. Putten möchte ich das nicht auf die Entfernung bei den nassen Grüns. Ich mache das lieber als Chip und habe dafür jetzt hier mir das 9er Eisen genommen, damit er ein bisschen von der Schlagfläche wegkommt und nicht zu sehr von oben runter und dann liegen bleibt. Ich möchte ja, dass der rollt. Der ist zu lang. Der rollt jetzt auf euch zu. Ach komm, das ist okay. Das ist absolut okay. So, das war jetzt der erste, der zweite oben in der dritte Hand. Jetzt haben wir 4. Mit einem guten Putt schaffen wir eventuell sogar noch das Bogey. Müssen wir jetzt mal sehen. Also einfach wird das natürlich nicht. So. Ja, es ist halt alles sehr, sehr nass. Und es bricht ganz ein leichtes wenig nach da weg. Wir haben hier so ein bisschen noch leichtes Break drauf. Ist hier das, was ich fühle hier. So, mal gucken. Wenn der reingeht, ist es das Bogey. Damit wäre ich natürlich mega zufrieden. Nein, das wird es natürlich nicht. Also die rollen halt gar nicht. Ne? Also, das ist so, 6. Ja, das ist dann die 6 mit 2 Putts. Oh, ja. Ja, das hätte ich mir jetzt natürlich auch anders gewünscht, logischerweise. Aber so geil der zweite Schlag sich anfühlte, am Ende hat er mich natürlich in Schwierigkeiten gebracht. Ich hätte den dritten Schlag dann etwas mutiger spielen können. Ja, hätte, Fahrradkette, das ist halt immer so. Man wünscht sich natürlich, man hätte dies und jenes im Nachhinein gemacht. Ich bin aber trotzdem schon mal ganz happy, dass ich jetzt hier die richtigen Entscheidungen getroffen habe, trotz allem mit den richtigen Schlägern weiter zu spielen. So, weiter geht's. So, jetzt kommen wir zu Bahn 9. Die letzte Bahn ist noch Bahn Par 5. Ziemlich langes Ding. Ich weiß nicht, irgendwie 450 Meter, glaube ich. Wir werden das gleich sehen. Wir laufen jetzt hier auf das Schild gleich zu.
Das ist eine Bahn, wenn ich einen guten Abschlag habe und noch einen Holz 7 hinterher spiele, dann habe ich noch so 80, 90 Meter bis zum Grün. Dann kann ich theoretisch mit einem 56 Grad Wedge das Grün sehr hoch anspielen, sodass er relativ schnell liegen bleibt. Aber ja, zwischen dem, was man sich wünscht und was man bekommt, liegen halt dann doch Welten. Also hier seht ihr das jetzt. Das sind 481 Meter bis zum Grün. Das ist dann schon ganz lang. Ist aber nur das zweitlängste Loch. Die 10 ist noch länger, aber die 9 ist aufgrund dessen, dass sie so eng ist, die schwerste Bahn. So, notieren wir mal 6 und 2. Der Abschlag war auf dem Fairway geschlagen mit dem Eisen 9. Ein Chip, oder eigentlich waren es 2 Chips. Kein Bunkerschlag. Ja, und dann, wir haben 13 Schläge schon zu viel. Ich habe schon 44, also das ist vom Ergebnis her natürlich furchtbar. Aber gut, ich habe sehr viel mit euch gesprochen, wir haben uns sehr viel unterhalten, beziehungsweise ich habe euch viel erzählt. Das ist ja ein Monolog. So, jetzt nochmal den Driver rauskramen. Und ja, also ein Fade ist hier immer gerne genommen. Also wenn der sich dann so leicht da reindreht, damit bin ich dann natürlich immer total glücklich. Ein gerader Ballflug ist auch schön. Für einen Draw müsste ich echt an den Bäumen vorbeispielen und das ist dann schon gar nicht so einfach. Geradeaus ist cool. Na, wieder genauso ein schlechter Schlag wie eben. Ja, der ist dann weg. Müssen wir noch einspielen. Schlimm. Also das waren jetzt 2 ganz schlimme Abschläge. Das ist, also ich vermute das, ich muss mir das nachher angucken. Ich vermute, dass die hinten super flach sind und dann so um mich rumdrehen, anstatt, was ich eigentlich will, das hoch und dann so. Na, dann sind die auch geradeaus. Der war jetzt halt nicht geradeaus. So, was haben wir denn da jetzt hier? Einen Chrome Tour, einen weißen, provisorisch. Wir werden den jetzt hier provisorisch hinterher spielen. Und jetzt möchte ich nicht denselben Fehler machen wie die letzten beiden Mal. Jetzt möchte ich gerade ausspielen. Schläger, Hände müssen wieder überbewegen. Und dafür, das ist es, da muss er hin. Ach, und der ist auch aus. Okay. Da vorne ist Spielverbotszone. Das heißt, wir können auf jeden Fall gleich da vorne weiterspielen. Aber das Loch ist natürlich kaputt. Sollten wir den ersten Ball nicht wiederfinden, dann ist dieses Loch ja eine Katastrophe. Nicht schlimm. Ich hatte euch am Anfang schon gesagt, es geht hier heute 0 um das Ergebnis. Das ist hier keine Break-Irgendwas-Runde, sondern das ist hier jetzt wirklich eine Trainingsrunde. Ich habe euch jetzt wirklich mal auf eine Trainingsrunde mitgenommen, wo ich schon simuliert habe, dass es eine ernste Runde ist. Also schon auf Ergebnis gespielt. Aber ja, wenn dann das passiert, wie bei den letzten, bei der Bahn 7 und jetzt hier auf der 9, wenn die Abschläge dann so unfassbar schlecht sind, warum das jetzt auf einmal passiert ist, muss ich mir nachher zu Hause angucken, auf den Aufnahmen. Zum Glück habe ich ja Aufnahmen, denn dafür ist die Kamera ja da. So, ich nehme euch jetzt mit, wir gehen jetzt direkt kurz suchen. Wir haben die Zeit, die Mädels hinter mir haben schon ein bisschen Abstand, nach vorne ist auch nichts, von daher, wir schauen mal. Aber das hat auch noch klack, klack, klack gemacht, nur das Problem ist, er kann da in diesem Gemüse, weil das ist hier rechts einfach nur Bewuchs, da ist also keine Platzpflege drin, ihr könnt das ja auch sehen. Ja, da was wieder zu finden, ist dann schon echt Glückssache, der muss tot runtergefallen sein. Und ich weiß auch noch nicht mal so ganz genau, wo das war. Von daher, das wird jetzt hier ein reines Glücksspiel. Wir suchen, wir gucken. Also ihr mit mir. Früher haben mich Leute immer gefragt, wer ist denn wir? Ja, das wiederhole ich gerne nochmal. Wir, das seid ihr, die zuguckt. Und ich, der spielt und euch zeigt, wie Golf wirklich ist. Nämlich nicht immer alles ist super und der nächste Draw folgt dem nächsten Draw. Aber ich möchte es halt schon, ich habe den Anspruch halt an mich selbst. Ne? Ich möchte halt, dass das irgendwie schon brauchbares Golf ist. Und ich möchte euch hier nicht irgend so einen Müll zeigen. Also das gehört halt dazu, dass mal so ein Ball so schlecht ist nachher dann am Ende. Das passiert. So, wir sind jetzt hier irgendwo im Gemüse und wir gucken jetzt hier. Diese gelben Bälle, die findet man im Regelfall, gerade jetzt unter diesen Bedingungen, die leuchten so schön von Callaway. Wobei, wenn dann hier so viel Laubzeugs und Kram liegt, ja, dann ist das schon ein extremes Glücksspiel, den noch zu finden. Aber wir
gucken mal, wir gehen jetzt hier noch ein Stück weiter. Ansonsten können wir gleich von da vorne den 5. Schlag machen. Das Loch ist kaputt. Das ist am Ende dann die 9. Das werde ich jetzt schon ziemlich safe annehmen müssen, dass das die 9 ist. Weil das mein Maximumscore ist. Ich habe hier 2 vor auf der Bahn. Und 2 vor bedeutet beim Paar 5 logischerweise die 9 wäre der erste Punkt, wo ich nichts mehr kriege. Also die erste Zahl, wo es bei mir dann nichts mehr gibt. Ja, also die 3 Minuten sind jetzt auch gleich um. Ihr kennt das Spiel, Suchzeit, 3 Minuten, Spielbeschleunigung. Auch wenn niemand hinter mir ist, nach der Golfregel, ist dann halt irgendwann einfach Schluss. Und nein, hier ist. Der Ball ist irgendwo, denn auf diesem Planeten, das habe ich mal irgendwann gelernt in der Schule, kann nichts verschwinden. Das ist nicht möglich auf der Erde, kann nichts verschwinden, wir können es nur nicht wiederfinden. Ja, so ist das halt im Leben. Gut, dann gehen wir jetzt da vorne hin. Ärgerlich ist halt 2 Bälle weg auf dieser Bahn hier, das ärgert mich. Und wir müssen die Bahn ja noch weiterspielen. Also wir spielen sie jetzt auf jeden Fall zu Ende, natürlich. So, und der zweite, der ist dann irgendwo hier vorne rausgegangen. Dadurch, dass das rot ist, und jetzt mal ein bisschen Regelkunde hier im Welschhof, haben wir Spielverbotszonen. Das heißt, das ist rot da vorne. Wir laufen da jetzt auf so einen Stab auch zu, auf so einen Begrenzungsstab. Und der hat eine schwarze Haube. Die schwarze Haube bedeutet, wenn der Ball da drinnen liegt und wir ihn finden, wir dürfen von dort trotzdem nicht spielen. Ich darf jetzt mit Strafschlag und 2 Schlägerlängen, darf ich jetzt hier praktisch dann einen Freedrop machen. Was ich mir jetzt hier allerdings erspare, ist, mir den Driver jetzt hier hinzulegen. Bei der Nässe und den nass zu machen im Turnier würde ich das natürlich machen. 1, 2. Wir bleiben jetzt etwas natürlich innerhalb. Damit sind wir in jedem Fall safe. Das sind auf jeden Fall weniger als 2 Schlägerlängen. Von daher ist das so völlig in Ordnung. Ich nehme jetzt das Holz 7. Ja, jetzt, also wenn wir noch die 9 spielen, wäre ich jetzt natürlich total happy. Das ist aber jetzt schon der 5. Schlag, weil ja nun 2 Bälle vom Abschlag verschwunden sind. Oh ja, sehr schön. Der ist schnurgerade, der ist wunderbar, der ist da auf der linken Seite. Ja, das war jetzt wieder gut. Schade, der Abschlag hat es jetzt hier dann halt versemmelt, aber gehört dazu. Ist nicht schlimm, aber über den Schlag freue ich mich dann wieder. Das, was schlecht ist, muss man liegen lassen und das, was gut ist, das muss man mitnehmen. So, ja, also nicht schön, wirklich nicht schön. Das macht auch keine Freude. Das sind dann immer so die Momente, wo du dir als Golfer oder als Golferin denkst, was habe ich verbrochen, dass das passiert. Im Endeffekt hat man einfach einen Fehler gemacht und man muss herausfinden, was man gemacht hat. Dadurch, dass ich mich selber filme, während ich solche Runden hier aufnehme, logischerweise habe ich immer die Möglichkeit, mir anschließend das noch anzugucken und eine gewisse Analyse zu betreiben. Das ist übrigens etwas, egal welche Handicap-Klasse ihr seid, nehmt euch euer iPhone, klemmt euch das an irgendeinen Selfie-Stab und nehmt euch mal eine Superzeitlupe auf, in Slow Motion, frontal von vorne beim Schwung und aus 2 Meter direkt in der Linie von hinten, vom Ball zum Ziel, so wie ihr das hier nun bei mir sehr häufig habt. Das bringt am Ende ganz viele Erkenntnisse. Dann seht ihr, was ihr macht. Kommt der Schläger oben von außen? Ist die Schlagfläche offen? Kreuzt ihr oben am oberen Todpunkt? Und. Es gibt so viele Indikatoren, an denen ihr euch selber im Prinzip zumindest darüber im Klaren werden könnt, woran ihr arbeiten müsst. Das mache ich halt auch immer und das hilft. Also mir persönlich hilft das. So, jetzt haben wir 5 Schläge. Nicht schön. Warte mal, Abschlag weg. 3. in den Wicken, 5. jetzt hier oben hin. Ja, genau. Also dadurch, dass die Spielverbotszone im Prinzip ohne Längenverlust der Strafschlag erfolgt, also der nächste Schlag nach dem Strafschlag, liegen wir jetzt mit dem 5. hier vorne. Normal muss ich hier noch weiter vorne eigentlich mit dem 2. liegen. Hätte Fahrradkette, habe ich schon mal gesagt, da kann man sich im Golfen nichts für kaufen. Wir sind jetzt hier auf Bahn 9 und da hinten in der Ferne, da ist die Fahne. Jetzt gucken wir, dass wir hier ein gutes Anspiel hinkriegen. Das Eisen 6 habe ich jetzt in der Hand. Bis Grünanfang sind es 160 Meter, bis Grünmitte 172. Ich fühle mich immer in diesen dicken Klamotten, so ein bisschen wie Michelin-Mann. Das ist aber irgendwie auch nicht meins. Aha, jetzt fast wieder vergessen. Irgendwie ist das so etwas. Ich verinnerliche das immer nicht. Ich bin es eigentlich gewohnt, spielen, wie er liegt. Und dadurch, dass jetzt kommt etwas, was man machen kann,
mit einer Schlägerlänge. Also jetzt theoretisch könnte ich einen Driver nehmen und könnte sagen, hier so bis in dieser Entfernung kann ich nach hier rüber gehen. Da habe ich einen kleinen Vorteil. Bin jetzt natürlich logischerweise etwas da drinnen geblieben. Um hier jetzt, weil ich ja nicht nach offizieller Regel mit 2 Tees das abgesteckt habe, sondern einfach nur, um euch das zu erklären, da was zugesagt habe. Gerade ausspielen, Richtung Fahne, Eisen 6, kontrollierter Schwung. Schön den Ball, den Schläger hinter mir herziehen. So ein bisschen Scotty Scheffler-mäßig. Das Ergebnis ist toll. Die Richtung hat gestimmt, war alles gut. Ich war viel zu früh im Boden allerdings. Der war also leicht fett. Aber dadurch, dass ich nicht ganz so tief drin war, ging das jetzt alles noch. So, jetzt eben das Divot zurückholen hier. Ihr kennt das bei mir. Divots werden immer zurückgelegt. Und lieber Nils, der Präsident aus Bad Pyrmont, wie du letztens bei meinem Reel auf Instagram richtig gesagt hast, Divot zurücklegen. Das mache ich also tatsächlich immer. Also ich pflege den Platz immer, so gut ich kann. Und das wünsche ich mir auch, dass ihr das auch macht. Ihr tut es nicht nur für euch selber, sondern auch für die Spieler hinterher. Und dann im Umkehrschluss dann doch auch wieder irgendwo für euch selbst. Also weiter geht's. So, ja, also alles gut. Jetzt haben wir den 6. Schlag da vorne hin gemacht. Und wie gesagt, das wäre jetzt eigentlich, also wenn ich einen geraden Abschlag habe, und ich das Holz dann hier oben irgendwo hinspiele, dann schlage ich im Regelfall von hier vorne, wo wir jetzt hinkommen, ab. Das sind dann halt noch so 80, 90 Meter. Und das ist dann für mich ein lockeres 56 Grad Sandwich, den dann im Prinzip aufs Grün zu spielen. Das Grün der 9 ist sehr groß. Das kann man dann schon mal treffen. Gelingt mir aber trotzdem nicht immer. Trotzdem, also die Chance ist auf jeden Fall da, dieses Grün zu treffen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo mein Ball liegt. Der liegt da im Vorgrün. Da haben wir jetzt einen Chip nochmal. Und mit ganz viel Glück, und das wäre sensationell, mit 2 Bällen weg. Mit der 8 würde ich sogar noch einen Nettopunkt kriegen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn ich es jetzt schaffe, den Ball gut an den Stock zu bekommen, dann gibt es die Möglichkeit, sogar noch was mitzunehmen. Also es lohnt sich immer weiter zu kämpfen, weiter zu spielen. Ja, wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Ich nehme euch jetzt mit. Ich nehme euch auch mit aufs Grün, ans Grün. Oh, mal gucken. Ja, es war eine schöne Runde mit euch. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, so ein bisschen mit dem Hobbygolfer mal wieder auf 9 Loch zu gehen und das Ganze im 360-Grad-Modus. Ja, hatte den Platz auch eigentlich so fast für mich alleine. Die beiden Ladies haben mich ja sehr schnell vorbeispielen lassen. Das fand ich toll. Das war total lieb von den beiden. Und jetzt gucken wir mal. Wir gehen mal drauf. Also ihr könnt das hier sehen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt was fürs Approach-Match. Ich brauche 2/3 des Weges in jedem Fall in der Luft. Da hinten ist die Gastronomie. Ganz toll, ganz fantastische Arbeiten auch. Ganz liebe Mädels, die geben sich ganz viele Mühe, muss man wirklich sagen. Die sind wirklich toll, machen hier einen tollen Job. So, ich habe es euch gerade schon gesagt. Approach Wedge, der muss ganz kurz aufkommen, vielleicht sogar im Vorgrün noch ein bisschen. Hier dürfte ich jetzt auch wieder besser legen, wenn ich wollte, aber der Ball ist okay, es ist alles fein. Ich lasse den jetzt hier so liegen, denn Fairway oder kürzer, Vorgrün ist kürzer, ist besser legen erlaubt. Nicht näher zur Fahne. Ja. Hätte 2-3 Meter mehr gekonnt, grundsätzlich, aber finde ich, ist das Ergebnis okay. Jetzt haben wir die Chance noch, zumindest auf die 8. Und ja, sollte das gelingen, wäre das natürlich super, super schön. Würde ich mich riesig freuen. Aber das ist eine Außenseiterchance, das muss man ganz ehrlich so sehen. Die Fahne steckt ein bisschen schief, aber das stört mich jetzt mal hier gerade gar nicht. Aber dieses Blatt stört mich. Das muss da weg. So. Das ist jetzt nicht mein gelber Ball, sondern es ist der weiße Chrome Tour. Kein Chrome Tour X. Aber die sind sich gar nicht so unähnlich und hat diese Triple-Track-Technik mit den 3 Streifen drauf, die ich auch auf meinem Putter habe. Das hilft natürlich beim Ausrichten sehr. So, gucken jetzt auf den nassen Grüns. Ist das schon ein bisschen Glückssache, aber die Chance besteht. Nein, tut er nicht. Also es ist die gespielte 9 tatsächlich dann am Ende. Ja, zur 9. So ihr Lieben, die 9 gespielt mit 2 Strafschlägen. Fast wäre sogar noch die 8 gelungen. Ihr wart live dabei. Ja, ich wünsche mir
dass es euch Freude gemacht hat, mir zuzugucken bei dieser kleinen Runde hier. Mir hat es in jedem Fall sehr viel Spaß gemacht. Für mich war das sehr schön, euch mal wieder mitgenommen zu haben. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch. Lasst mir das gerne auch so ein bisschen in den Kommentaren da. Denn mir hat das viel Freude gemacht, die 360-Grad-Kamera. Bin gespannt, was daraus wird, was sich daraus für Material nachher am Ende zusammenschneiden lässt. Der Gesamtscore ist dann eine 53, völliger Horror, aber das spielt keinerlei Rolle, war von vornherein nicht wichtig. Es waren ein paar ganz schöne Schläge, es waren mal ein paar ganz schöne Schläge langsam dabei. Ja, klappt noch nicht alles, aber das wird schon wieder besser. Also ich komme mehr und mehr mit dieser Ziehen-Technik, also die Hände vorm Ball, komme ich besser klar. Jetzt gehe ich in die Gastronomie, trinke da noch was Kleines, Alkoholfreies oder vielleicht gönne ich mir einen Radler. Aber ihr wisst, don't drink and drive. Passt immer auf mit Alkohol, wenn ihr noch Auto fahren müsst. Das ist mir eine Message, die mir sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Bis dahin, bleibt mir gewogen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.